Willkommen zurück in der kleinen Werkstatt von Sportsman Target. Mein Name ist Daniel. Heute zeige ich euch noch die Fortsetzung vom Seelenbau-Video. Und zwar letztes Mal habe ich euch gezeigt, wie man hier die Mittelwicklung wieder schön macht oder wie man einfach eine ganze Sehne zusammenbaut und hier noch ein bisschen eine Stabilität reinkriegt. Aber heute zeige ich euch was Spezielles, und zwar, wie bekommt man diese schöne Öhrchen hin an diese schöne Sehne. Das zeige ich euch jetzt. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Ja, was brauche ich denn wieder dazu? Ich brauche einmal meine Schablone, meinen Displacer, meine Spitze, ein Markierungsstift, optimalerweise ein weißer Holzstift einfach, der tut's. Kann man auch ein Edding nehmen. Und dann haben wir hier noch die Mittelwicklungssehne. Und natürlich das Wichtigste, die Sehne selbst. Ich habe die jetzt hier schon gekürzt. Dann fangen wir mal an. Und zwar, ich nehme sie, spanne sie wieder auf, bisschen. So. Ich spanne sie wieder auf, dass ich hier ungefähr wieder an dem Strich hier bin. Dann gehe ich hin und markiere mir diese Stelle wieder. Also ich habe hier, markiere ich diese Stelle wieder mit dem weißen Stift. Mit dem Holzstift geht's, aber später dann doch gucken. Ja, das ist schon mal das Erste. Dann habe ich die markiert und dann geht's ab. Ja, mein Montageständer für den Seelenbau kennt ihr ja. Hierzu gibt es auch noch ein Video, das werde ich euch verlinken, oder oben rechts müsste es stehen. Wie man den baut, welche Teile man braucht und. Das werde ich euch in diesem Video zeigen dann. Ich habe diesen jetzt hier ein bisschen aufgepäppelt noch. Ich habe hier eine Mutter reingeschlagen und hier habe ich eine normale Schraube mit Unterlagsscheiben. Hier habe ich noch auch eine Schraube mit Unterlagsscheiben. Ich habe hier für M5 genommen. Die schraube ich jetzt hier einfach rein. So. Ich finde, das ist halt die einfachste Art und Weise, sowas zu bauen. Ja, dann gehe ich schon hin, so, und spanne mir das zurecht. Ich klemme das zwischen den zwei Unterlagsscheiben ein, damit die Sehne auch nicht verletzt wird. Das Ganze, kann auch einen Schlüssel nehmen, ich habe jetzt keinen da. Zieht man einfach fest. Das geht auch mit dem, ist gar kein Problem. So, habe ich die festgezogen. Hier sind noch meine Markierungen. Gehe ich hier hin und mache dasselbe hier nochmal. Nur hier ziehe ich die fest und dann schraube ich das Ding fest. Dann ist das eigentlich schon ziemlich gut gespannt. Das reicht für Sehne bauen. Dann nehme ich hier diesen Haken ab, lege den beiseite und dann habe ich Platz. Ich habe hier nochmal meine Markierung. Ich habe eine Markierung hier und eine hier. Und dann habe ich meinen Wickeldraht und das Ganze wickel ich dann wie die Mittelwicklung selbst auch wieder ganz easy, ganz normal von der Markierung aus. Kann auch ein bisschen länger bleiben, das ist auch kein Problem. Den ganzen Prozess kennt ihr ja eigentlich schon von der Mittelwicklungsvideo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Ja, dann habt ihr das Markierte, habt ihr jetzt gewickelt. Dann kann ich hier wieder das Ganze aufschrauben. Hier natürlich auch. Dann habe ich das hier gewickelt. Und dann gehen wir zurück auf unsere Schablone. Ja, dann haben wir hier jetzt unsere Sehne, unseren Desplacer und unseren Pfeil. So, dann habt ihr hier die Mittelwicklung schön gewickelt. Die könnt ihr dann jetzt schon in der Mitte, könnt ihr die jetzt schon mal knicken, schön richtig durchknicken, dass das passt. So. Und dann könnt ihr das nochmal hier kontrollieren. Ja, das passt also. Das heißt, wir spleißen das jetzt wieder ein, wie man das einspleißt, wie gesagt, wie in der Mittelwicklung. Hier gehe ich allerdings hin und gehe so gut wie es geht ganz ran, so weit wie es geht, und mache meinen Pfeil durch. So, wie auch die Öhrchen ohne Wicklung. Mit dem Pfeil ist es umständlicher. Ich meine, es gibt auch professionelles Werkzeug, kostet aber auch professionell Geld. Mir tut es das ganz gut. Ich mache ja keine Massenanfertigung, von dem her ist es für mich kein Stress, die Sehne so mit diesem Werkzeug zu bauen. Dann gehe ich hier wieder unmittelbar davor raus. Dasselbe Spiel wie gesagt, wie mit der Mittelwicklung auch oder mit der Sehnenbau auch. Ist eigentlich dasselbe Spiel. Dann kommen wir hier wieder durch. Zack, zack. Kein Problem. Ja, dann habe ich das hier wieder. Kann ich hier nochmal zur Not auskorrigieren. Aber meistens passt das. Und dann habe ich hier schon mal den Anfang von meinem Öhrchen. Habt ihr das Ganze hier gewickelt und eingespleist auf beide Seiten, spannt ihr die ganze Sehne ganz einfach in euren Montageständer ein, als ob ihr die Mittelwicklung einer normalen Sehne wickeln würdet oder eine komplett neue Wicklung machen würdet. Dann geht ihr einfach hin und sagt, okay, ich gehe nicht ganz vorne hin, ja, sondern ich gucke, dass ich beide Teile schön mitnehmen kann. Hierbei bleibe ich einfach so 3 mm beim anderen zurück. Und dann kann ich die ganze Sache auch schön mitnehmen. Natürlich versucht ihr, dass es schön straff ist. Ganz wichtig bei der Sache, ja, dass ihr das richtig straff reinwickelt. Und da müsst ihr schon ein bisschen präziser arbeiten am besten und sauber. Und dann könnt ihr hier ganz normal, wie ihr die andere Wicklung macht, ganz normal wickeln. So. Dann haben wir hier wieder unsere 14, 15 Mal. Dann schlage ich meine Wickelgarn um und wickel einfach weiter. So, das Weiterführende, das mache ich einfach nach Gefühl, wie ich lustig bin, wie ich denke, wie es mir am besten gefällt. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hier, keine Ahnung, wie viel machen. Ich mache das immer nach Gefühl. So, das passt mir so, also ziehe ich das an und mache das Ganze wie die normale Mittelwicklung auch. Den Trick kennt ihr ja. So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das macht nichts, wenn ihr jetzt mal 16, 17 Mal rumwickelt. Ja, oder 13 Mal. Das ist gar nicht so wild. Es ist halt ungefähr
15 Mal am besten. So habe ich das gesehen, gelernt, abgeguckt oder so. Fuck, Alter. Wie immer fliegt mir das Zeug runter. Habt ihr das Ganze hier gewickelt, schön eingewickelt, dann kommt natürlich wieder Fett drauf. Da könnt ihr alles drauf schmieren oder halt gut fest einschmieren. Ist gar kein Problem, das sind ja die Öhrchen. Die Mittelwicklung selbst schmiere ich auch ein, das wisst ihr. Ach, come on. So, habt ihr das Ganze gemacht? Seht ihr hier, habt ihr schön die Öhrchen, schön eingewickelt. Ja, die sind schön stabil. Super gut. Einwandfrei. Ja, also, jetzt habe ich euch gezeigt, wie es geht mit den Öhrchen, wie man das am günstigsten selber macht, ohne dass man da Profi-Geräte bauen muss oder kaufen muss. So könnt ihr euer Öhrchen jetzt in Zukunft selbst machen. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns bald.